So, hallo. Heute will ich euch mal meine Tischkreissäge vorstellen, die ich jetzt schon längere Zeit im Einsatz hatte. Es ist eine Electra Beckum PK250. Schon ein etwas älteres Modell. Hier ist das Datenblatt von 1988 mit einem 4,2 kW Motor, 380 Volt Starkstromanschluss statt Stoppknopf sowie dem 250 mm Sägeblattdurchmesser. Die Säge hat einen Alutisch sowie einen Parallelanschlag aus Alu. Was man noch so sieht, ist die Absaugung sowie die Absaugung der Schuh aus Aluminium sowie das Sichtfenster aus Plexiglas und zwei Rollen vorne wie hinten. Ja. Das Gehäuse ist aus Blech und hat hinten zwei Rollen zum Rangieren. Und da hinten sieht man jetzt die Winkelverstellung mit dem Zahnsegment. Auf der rechten Seite befindet sich ein Halter, woran man einen seitlichen Schiebeschlitten befestigen kann. Vorne haben wir dann das Verstellrad zur Höhenverstellung des Kreissägeblattes. Rechtsrum fällt das Sägeblatt aus dem Tisch und linksrum versenkt man es wieder. Des Weiteren haben wir auf der Vorderseite die Verstellung für den Winkel des Sägeblattes. Zum Verstellen löst man den Klemmhebel und kann dann über das Verstellrad den gewünschten Winkel vom Sägeblatt einstellen. Zum Beispiel 25 Grad. Wenn man das dann hat, arretiert man den Klemmhebel wieder und somit hat man dann den gewünschten Winkel am Sägeblatt. Die Verstellung kann verstellt werden von 0 bis 45 Grad. Beide haben Endanschläge, indem man den Nullpunkt und den 45 Grad Punkt justieren kann. Jetzt verstelle ich wieder auf 0 Grad und befestige das Rad wieder. Weiter oben sehen wir dann die Nut für die Führung des Parallelanschlages. Der Parallelanschlag hat zwei Befestigungen, einmal an der Nut und einmal an der Hinterseite einen Klemmhaken zum Befestigen an der Hinterseite. Zur Bedienung des Parallelanschlags löst man den vorderen Klemmhebel und zieht den Hebel nach oben. Und kann dann über die Rändelschraube das gewünschte Maß einstellen. Wenn man das gewünschte Maß dann erreicht hat, zieht man erst wieder mit dem Klemmhebel den vorderen Parallelanschlag fest und am Schluss den oberen Hebel drückt man nach unten. Und somit ist auch die hintere Seite arretiert. Man kann dann somit seinen Schnitt ausführen. Unter der Maschine
Sieht man jetzt den Elektromotor mit der Stange für die Verstellung der Höhe. Durch Kurbeln verdreht sich der Motor und somit auch dann die Höhe einstellt. Sowie der Verstellmechanismus des Sägeblattwinkels, den ich jetzt gelöst habe. Und somit sieht man, dass sich die ganze Einheit kippt auf das gewünschte Maß. Ebenso sieht man die Drehbewegung, die in eine Auf-Abwärtsbewegung des Sägeblattes führt. Zum Wechseln des Sägeblattes entfernt man den Parallelanschlag, drückt den schwarzen Hebel und löst den Parallelanschlag von der Kreissäge. Des Weiteren befindet sich ein Aluelement, das aus dem Tisch entfernt werden kann zum Wechseln des Sägeblattes. Dafür löst man zwei Knebelschrauben unter dem Tisch und schiebt sie Richtung Gehäuse. Das gleiche auf der Vorderseite. Schiebt den Hebel nach innen. Dann greift man in die Aussparung und zieht das Element nach außen. Somit ist der Zugang frei fürs Sägeblatt. Danach löst man die Metallabdeckung, indem man sie nach oben zieht. Und dann zu sich herzieht. Das kann etwas wackelig sein. So, jetzt sieht man das freigelegte Sägeblatt mit dem dazugehörigen Spaltkeil und kann dann das Sägeblatt dementsprechend wechseln. Und zum Schluss noch ein paar Tipps am Rande, falls man sich so eine Electra Beckum PK250 kaufen will, sollte man darauf achten, dass zum Beispiel die Höhenverstellung sich leicht drehen lässt. Und prinzipiell, was extrem wichtig ist, ist der Aluminiumtisch, der eloxiert ist. Dass man darauf achtet, dass die Eloxalschicht noch vorhanden ist. Das ist bei diesem Tisch extrem schlecht. Man sieht komplett das Aluminium durchscheinen. Des Weiteren sollte man vorne auf der Schiene achten, ob sich da irgendwelche Markierungen befinden, die darauf schließen lassen, dass der Parallelanschlag nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Dieser Parallelanschlag hat eine Schraube, die auf ein Blech drückt. Wenn sich dieses Blech nach unten bewegt, drückt die Schraube direkt auf das Aluminiumprofil und hinterlässt lauter Macken. Die Säge an sich ist von dem Sägeblatt und von dem Motor stark und läuft auch sehr vibrationsarm. Und beim Ausschalten ist das Sägeblatt auch schnell zum Stillstand gekommen. Also das ist schon Qualität.
Das einzige Problem ist wirklich dieser Tisch mit dieser Einlege-Aluminiumplatte, die bei nicht sachgemäßer Behandlung sich verzieht und nicht mehr die ganzen einzelnen Alu-Elemente plan eine Ebene bilden. Und somit, wenn man sägt, das Holz zum Kippen neigen kann und man keine saubere 90-Grad-Schnitte mehr erwarten kann. Aber von der Größe an sich ist es ideal für den Hobby-Heimwerker-Bereich. Und auch der Parallelanschlag mit seiner doppelten Arretierung ist sehr stabil ausgeführt. Ja. Was ich auch dazu sagen muss, es gibt verschiedenste Ausführungen von der PK 250 mit verschiedenen Anbaumöglichkeiten und auch verschiedene Baujahre, wo auch der Tischaufbau etwas unterschiedlich ist von den Aluprofilen, worauf man auch achten sollte beim Kauf.